Herzlich willkommen im neuen Video. Im heutigen Video wollen wir uns mit dem YAML-Editor beschäftigen und ich würde euch zuerst einmal die Funktionen erklären. Im oberen linken Teil findet ihr die Hauptfunktionen, die uns bei der Bearbeitung der Tabelle bzw. YAML-Datei helfen. Im mittleren Teil findet ihr die Parameter oder auch Schlüsselwörter, die wir im nächsten Video uns anschauen werden. Im oberen rechten Bereich findet ihr zwei Funktionen. Das ist zum einen das Thema Spalten ausblenden. Dies habe ich dafür eingeführt, weil im letzten Release kamen ja unter anderem 4 neue Parameter hinzu und dadurch die Übersichtlichkeit ein wenig verloren gegangen ist. Somit könnt ihr Spalten ausblenden, die nicht belegt sind oder auch optional oder die man halt nicht täglich braucht. Wir machen das einfach mal und selektieren uns die Spalten und blenden diese aus. Und sofort wird das Ganze etwas übersichtlicher, halt nicht mehr so breit. Die zweite Funktion oben rechts ist Regel deaktivieren und aktivieren. Auf diese werden wir später noch eingehen. Im unteren Bereich findet ihr die Writer- oder Datenblätter-Erläuterungen, wo ich einen Überblick über die Funktionen gebe und das Ganze noch ein bisschen erläutere. Für den zum Beispiel, der sich die vorhergehenden Videos nicht angeschaut hat, einfach um den Einstieg etwas zu erleichtern. Ganz rechts findet ihr dann noch die Änderungen, in denen gezeigt wird, was ist neu hinzugekommen, was ist entfallen oder was ist gefixt oder repariert worden. Wenn ihr mit dem YAML-Editor startet, gibt es zwei Möglichkeiten, um mit der Arbeit zu beginnen. Die erste Möglichkeit ist die Importfunktion. Dort werden die vorhandenen Regeldateien importiert und die zweite Möglichkeit wäre über Insert Rule und Insert Subrule, um direkt in einer Lerntabelle Regeln erstellen zu können. Wir starten mal mit der Import-Funktion und dazu selektieren wir uns jetzt gleich eine vorhandene YAML-Datei und wir hatten ja im letzten Video uns die neue Test-YAML-Datei erstellt, in dem Profil Test 1. Und diese laden wir jetzt einfach mal und schauen mal, was passiert. Normalerweise ist diese Datei leer und er wird uns deshalb den Import auch mit einer Fehlermeldung quittieren. Da sieht man das ganz deutlich. Er sagt halt, er kann keine YAML-Datei oder keine Regel in der YAML-Datei finden, weil ja keine beinhaltet ist. Wir schauen uns diese Regeldatei einfach mal an. Dies ist die vorkonfigurierte Standard-YAML-Datei, die beim Anlegen eines Profils erzeugt wird. Und diese beinhaltet natürlich die Beschreibung der Schlüsselwörter, Parameter und der Values, auch der Standard-Values und natürlich eine Beispielregel, aber dieses auskommentiert. Es gibt also momentan noch keine Regel in dieser Datei, sodass er auch nichts finden kann. Denkt bitte immer daran, eine Rule muss in der Regel beinhaltet sein, das Wort Rule, ansonsten funktioniert der Editor nicht. Ich habe halt versucht, mit der Standardabfrage sicherzustellen, dass keine leere Datei oder ein falsches Format oder halt eine Datei, die völlig artfremd, also wo zum Beispiel Rule nicht beinhaltet ist, nicht geladen werden kann. Und in diesem Falle würde er immer eine Fehlermeldung ausspucken. Es gibt zwei Arten des Imports. Das ist einmal der Neuimport, so nenne ich das mal. Mit dem Schalter Ja wird in Zeile 10 importiert. Wir haben einen Arbeitsbereich von Zeile 10 bis Zeile 5000. Das dürfte auch für größere YAML-Dateien oder Regeldateien reichen. Und dabei wichtig zu wissen, werden alle Regeln in dem Editor gelöscht und es wird eine neue Regeldatei erstellt. Mit dem Schalter Nein haben wir nun die Möglichkeit, in eine feste Zeile zu importieren. Das bietet uns den Vorteil, dass wir zum Beispiel 2 YAML-Dateien zusammenführen können oder auch mehrere und dadurch eine neue YAML-Datei erstellen können. Dieses Kombinieren ist äußerst wichtig, wenn man zum Beispiel bestimmte Regeln mal ausgelagert hat.
Wir machen das einfach mal und selektieren jetzt mal die Zeile 20. Er fügt dann immer eine Zeile weiter, in dem Fall die Zeile 21 ein und lässt auch am Ende des Imports der Datei eine Zeile frei. Diese YAML-Datei, die Testdatei ist natürlich leer, wir brauchen etwas anderes und wir picken uns einfach mal eine raus und eigentlich ist es egal, was wir nehmen, wir wollen Ihnen dann nur zeigen, wie es funktioniert. Und wir nehmen halt mal die. Das ist eine YAML-Datei für unser nächstes Video. Und jetzt zeigt er uns an, wie viele Regeln und Subregeln importiert worden sind. Das mag im Moment noch uninteressant sein, aber später werdet ihr sehen, dass das wichtig ist, damit man auch weiß, ob er wirklich alle Regeln importiert hat. Zum Schluss machen wir nochmal einen Standardimport, einen Neuimport sozusagen und wählen Ja. Und jetzt selektieren wir eine YAML-Datei. Wir nehmen nochmal die gleiche, was völlig egal ist. Und er löscht im Prinzip alle vorhandenen Regeln und fügt diese neue Regeldatei bei Zeile 10 ein. Nun zur Exportfunktion. Es gibt zwei Arten des Exportes. Das ist einmal die Kurzschreibweise mit Ja und einmal die Langschreibweise mit Nein, die sich darin unterscheiden, dass bei der Langschreibweise zum Beispiel für die Zeilen oder Parameter, wo der Value nicht belegt war, man sieht es hier oben, bei Multiregex steht nichts drin, wir haben unten mal was eingetragen und andere Spalten sind teilweise komplett leer. Dort wird die Zeile mit dem Parameter und ohne den Value ausgeschrieben. Bei der Kurzschreibweise wird da, wo keine Values vorhanden sind, die ganze Zeile, also inklusive Parameter, weggelassen. Wir können das ja mal kurz ausprobieren und bestätigen dazu mal mit Nein. Und er exportiert die Datei nun. Man sieht, dass die Exportdatei den gleichen Namen hat wie der Editor selber. Das ist deswegen, damit man nicht zufällig die Original YAML-Datei überschreiben kann, beziehungsweise gerade deswegen, damit man nicht immer den Pfad suchen muss oder den Namen ändern muss und man gleich, wenn der Editor so benannt wurde wie die YAML-Datei überschreiben kann. Denkt bitte daran, aufzupassen, nicht, dass ihr dann später ohne funktionierende YAML-Datei dasteht. Nachdem die YAML-Datei exportiert worden ist, schauen wir uns die einfach mal an. Und dazu müssen wir jetzt hier in ein anderes Verzeichnis wechseln, weil ich in einem anderen Verzeichnis war. Wir wechseln wieder zu Test. Und dort hat die YAML-Datei den gleichen Namen bekommen wie der Editor, wie man sehen kann. Hier sieht man jetzt die Langschreibweise. Ganz oben ist ein Block, der ist auskommentiert. Dazu komme ich später noch. Genau, der ist auskommentiert. Und es ist so, dass die Parameter alle aufgeführt werden, auch wenn sie keinen Value beinhalten, wie zum Beispiel hier unten in dem Fall, da ist mal ein Value. Und ansonsten unterscheiden sich die beiden Exportregeln nicht großartig. Ich dachte, das ist einfach besser, eine Langschreibweise zu machen für diejenigen, die zum Beispiel die Dateien noch mit der Hand bearbeiten, tun sich dann natürlich leichter, wenn alle Parameter beinhaltet sind. Zurück zum Editor. Ja, das war im Überblick die Import- und Exportfunktion. Nun zu den weiteren Funktionen. Zuerst zu Insert Rule und Insert Subrule. Wir testen das gleich mal und wir werden feststellen, da die Selektion in einer deaktivierten Zeile war, dass das nicht funktioniert und er wird es auch nicht machen. Ich habe versucht, alle möglichen Fehlselektionen abzufangen und man kann diese Funktion oder alle Funktionen dann auch nicht durchführen. Das betrifft diverse Fehler, die wir uns später nochmal anschauen. Und in diesem Falle müssten wir erstmal die Regel wieder aktivieren. Und in dem Zusammenhang schauen wir uns das Thema doch mal Regel deaktivieren, aktivieren einmal genauer an. Die deaktivierte Rule ist in der ausgegebenen YAML-Datei oder exportierten YAML-Datei nicht anders als eine ganz normale Rule, die nur durch das Voranstellen einer Zeichenfolge, in dem Fall beginnend mit einer Raute, geschrieben wird, die Syno-OCR dazu bewegt, die Regel zu ignorieren. Wir aktivieren jetzt die Regel, indem wir im Menü den Schalter betätigen
und können jetzt an dieser Stelle die Subrule und die Rule einfügen. Zuerst die Rule. Dabei ist es egal, welche Zelle ihr in der Zeile markiert. Es wird trotzdem eingefügt. Zuerst die Rule halt jetzt und deswegen eine Zeile darunter die Subrule. Und es werden uns jeweils die Felder angeboten, die zu befüllen sind. Zum Befüllen der Tabelle sei angemerkt, dass für jeden Parameter bzw. für jeden Value euch verschiedene Möglichkeiten angeboten werden. Natürlich nur die der jeweilige Value dann auch zulässt oder Parameter. Es gibt zum Beispiel die Ausgabe befüllen, für den Fall, dass es eine Texteingabe ist. Oder wir haben Dropdown-Menüs, die uns die verschiedenen Values auch anzeigen, die wir dann durch Selektion einfach einfügen können und bei Bedarf mit der Entfernen-Taste auch löschen. Dort werden uns natürlich nur die Values angeboten, die zur Verfügung stehen für den jeweiligen Parameter. Dies schauen wir uns im nächsten Video an, wo es nur um die Parameter gehen wird. In der Kurzschreibweise werden diese Zeilen mit den nicht vorhandenen Parametern bzw. Values dann einfach weggelassen. Felder, die nicht befüllt werden können, quittiert euch der Editor mit einer Fehlermeldung. Das Ganze habe ich letztlich deswegen gemacht, damit das Befüllen etwas erleichtert wird und dies eine Hilfestellung für euch ist, damit bei fehlerhaften Einträgen letztlich SynOCR nicht Fehlermeldungen ausspuckt. Und damit, denke ich, können wir die Fehler, die in der Ausgabe erfolgen, deutlich reduzieren. Wir löschen die Zeile einfach mal wieder raus und man sieht jetzt hier, er löscht immer nur eine Zeile, egal was drin steht. Schauen wir uns das Thema Regel deaktivieren und aktivieren jetzt einmal etwas genauer an. Für den Fall, dass ihr eine Rule deaktivieren wollt, zu der zugehörige Subrules existieren, ist es nicht möglich, diese zu deaktivieren. In diesem Falle wird er immer die zugehörigen Subrules mit deaktivieren. Dies ist deshalb so gewählt, weil ja eine einzelstehende Subrule nicht funktionieren kann und dies nur zur Fehlermeldung führt. Es ist natürlich möglich, einzelne Subrules zu deaktivieren. Allerdings wird in diesem Falle geprüft, ob die entsprechende Hauptregel deaktiviert ist. Und da ja das Deaktivieren einer Hauptregel mit zugehörigen Subrules nicht möglich ist, wird jetzt hier das Ganze mit der Fehlermeldung abgebrochen, dass die Hauptregel deaktiviert war. Wir aktivieren die Rule nochmal. Und jetzt deaktivieren wir mal die zugehörige Subrule. Und das ist natürlich problemlos möglich, weil das ja natürlich funktionieren muss. Also nochmal zusammengefasst, wenn ich eine Hauptregel deaktivieren will, die zu der zugehörige Subrules existieren, dann wird er immer diese zugehörigen Subrules mit deaktivieren. Man kann natürlich einzelne Subrules deaktivieren, das ist kein Problem. Und es ist natürlich möglich, eine einzelstehende Rule zu deaktivieren, wie hier zu sehen. Wenn ich über eine Rule drüber hinwegziehe, sei es nun gewollt oder ungewollt, dann passiert jetzt Folgendes. Er deaktiviert die oberste Subrule, weil sie selektiert. Und das Ganze passiert natürlich immer mit den Regeln, die im Hintergrund definiert sind. Alle Funktionen haben die Abfrage, ob ihr euch im richtigen Arbeitsbereich befindet. Hier zum Beispiel befinden wir uns noch in der deaktivierten Regel. Das wird natürlich auch abgefragt, aber wir wechseln mal in den falschen Arbeitsbereich. Und auch dort wird geprüft, ob dies möglich ist. Und natürlich, wenn nicht, dann als Fehler ausgegeben. Das gleiche gilt natürlich für die Funktion Move und Copy. Er prüft halt immer, ob ihr euch im richtigen Arbeitsbereich befindet, wie hier zu sehen. Oder er prüft auch, ob ihr euch in einer deaktivierten Zeile befindet und würde dann den Fehler entsprechend ausgeben. Jetzt probieren wir mal das mit der deaktivierten Zelle und da steht das auch ganz klar. Da, jetzt das mal mit dem Auswahlbereich. Er würde auch prüfen, wenn ihr euch in einer leeren Zeile befindet und dann ausgeben, dass er die Zeile leer ist und diese natürlich nicht kopieren oder verschieben kann. Wichtig zu wissen, die Funktion Move oder Copy fragen nicht ab, ob es eine logische Verknüpfung von Rules und Subrules gibt, wie es die Funktion deaktivieren, aktivieren tut. Einfach deshalb,
weil es in manchen Fällen vorkommen kann, dass man genau diese Funktion braucht. Mit den ganzen Abfragen habe ich versucht, eine Hilfestellung zu geben, um letztendlich die ganzen Fehlermöglichkeiten, die entstehen könnten, auszuschließen und euch einen Hinweis zu geben, was zu tun ist. Jetzt würden wir uns den Funktionen Move und Copy nochmal widmen, die aus meiner Sicht die wichtigsten Funktionen im Editor sind, da sie eine schnelle oder ein schnelles Verschieben oder Kopieren von Regeln an andere Positionen ermöglichen. Wir selektieren zuerst die Zeilen, die wir kopieren oder verschieben wollen, und im zweiten Schritt wählen wir dann die Zeile, in die kopiert werden soll, und das Ganze müssen wir dann nochmal bestätigen, da ihr sicher sein solltet, was ihr tut, denn diese Funktion kann, also alles, was beim Makro ausgeführt wird, kann nicht rückgängig gemacht werden. Für den Fall der Fälle, dass das passiert, immer öfter mal speichern oder auch die YAML-Datei exportieren, um dann auf einem Stand wieder anfangen zu können, der letztendlich in Ordnung ist. Das Ganze funktioniert natürlich bei der Copy-Variante genauso. Wir selektieren uns die Zeile und sagen, wir wollen dorthin kopieren. Jetzt kommt eine Fehlermeldung. Er sagt, dass wir in der deaktivierten Zeile waren. Also machen wir es nochmal. Wir selektieren die Zeilen und selektieren dann die Zeilen, wo wir hinkopieren wollen, und bestätigen nochmal, und er macht das problemlos. Das Ganze ist natürlich eine tolle Geschichte, weil wir uns das ganze händische Kopieren, Verschieben und Umbinden ersparen und damit natürlich Zeit gewinnen, um uns um unsere Regelerstellung zu kümmern. Zusätzlich werden natürlich Fehler, die sonst beim Kopieren gemacht werden, vermieden. Zum Schluss wollen wir uns nochmal die kurze Exportvariante anschauen. Dazu exportieren wir mal die Datei und wählen den Namen aus. In dem Fall, wir beschreiben einfach mal die vorhandene Datei, das spielt jetzt keine Rolle hier, und schauen uns diese mal gemeinsam an. Hier sehen wir nun das Ergebnis, und es ist so, dass das Ganze natürlich schön kurz und kompakt gehalten ist, weil natürlich nur die Zeilen eingetragen oder ausgegeben werden, die einen Value enthalten. Das spricht, die Parameter werden rausgeschrieben, die ein Value beinhalten, alle anderen nicht. Man kann jetzt hier auch nochmal die deaktivierte Regel sehen, die auskommentiert ist, und wir sehen hier auch den Kommentar oder die Kommentarzeile, die für jede Regel und auch für jede Subregel zur Verfügung steht. Ich verwende immer für die Regel und Subregel gleiche Benennung, gleiche Namen, um letztendlich dann im Editor über die Filterfunktion, die wir uns jetzt mal anschauen wollen, die entsprechenden Einträge finden und filtern zu können. Somit finden wir uns schnell in der YAML-Datei zurecht und können dort Abhängigkeiten sehen. Ja? Ist es zum Beispiel möglich, die entsprechende Zeile zu aktivieren oder Zelle zu aktivieren und dann aus der Filterfunktion herauszugehen? Und im Normalfall springt er in diese Position und nimmt diese aktivierte Zelle in die Mitte, um dann dort letztendlich weiterarbeiten zu können. Für den Fall, dass es nicht so ist, einfach mal Pfeil, Taste links und rechts oder nach oben, und er springt dann entsprechend zur Zelle. Auch hier habe ich eine Sicherheitsvariante eingebaut. Es ist nicht möglich, und das betrifft alle Funktionen, bei gefilterten Zellen oder Zeilen eine Funktion auszuführen. In dem Moment würde er immer, also egal was man jetzt macht, in dem Moment würde er immer ansagen, dass er die Filter deaktiviert und entfernt hat und dann in die Zeile springen, die aktiviert war. Und man kann danach dann die Funktion dort ausführen. Das ist einfach deshalb, weil das Kopieren, Verschieben oder auch Einfügen oder auch der Export zum Beispiel zu Fehlern führt, weil das schon möglich ist natürlich mit aktivierten Filter. Allerdings kommt es dann halt zu Fehlern, die man nicht mehr rückgängig machen kann. Das war es schon wieder einmal, und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, ciao.